Hallo, hier ist wieder Osiris zu einem weiteren Video. In diesem Video werden wir über Implantate, schwarzmagische Implantate und schwarzmagische Zauber wie Bans sprechen. Ich kann euch sicher einiges davon erzählen, da ich selber von diesen schwarzmagischen Angriffen betroffen war, viele Jahre lang. Ich hatte viele Implantate, ich wurde verbannt, ich wurde verflucht mit allen möglichen schwarzmagischen Mist. Und ja, ich habe mich einfach im Laufe der Zeit mit dieser Thematik auch auseinandersetzen müssen, um mich einfach davon zu befreien, ja, um mich zu reinigen, um mich zu heilen. Und das war ein sehr langer und harter Prozess. Erstens, weil ich natürlich keine Informationen dazu hatte am Anfang. Ich habe eigentlich nicht an solche Themen geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Schwarzmagie möglich ist, bis ich es dann selber wirklich am eigenen Leib erlebt habe mit meiner Freundin, mit meiner Lebensgefährtin, der Isis. Und ja, wir waren natürlich in erster Linie geschockt darüber, als wir erfahren haben, dass wir überhaupt mit dieser Thematik zu tun haben, dass wir belegt wurden. Und ja, das zu verdauen, das zu begreifen, das hat wirklich viel Zeit erfordert. Das war wirklich ein Prozess. Aber kommen wir mal auf den Punkt, was sind überhaupt schwarzmagische Implantate bzw. schwarzmagische Bandzauber? Ich habe in dem Video Schwarzmagie, was ist Schwarzmagie, genau beschrieben, wie Schwarzmagie funktioniert. Dass es auf den Grundlagen der Manifestation basiert. Und in erster Linie geht es hier um die Negativmanifestation. Ich habe deshalb das versucht, von einer anderen Seite zu erklären, weil alles, was schwarzmagisch passiert, ernährt sich von negativen Emotionen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, schwarze Magie, da sind böse Dämonen dahinter und solche Sachen, würde ich den Menschen, die wirklich damit betroffen sind, nicht helfen, sondern mehr Angst erzeugen. Ja? Und deshalb ist es wichtig zu begreifen, dass dahinter eigentlich physikalische Gesetze sind. Ja? Und eines dieser physikalischen Grundgesetze, warum es überhaupt möglich ist, sind die Grundregeln der Manifestation. Ja? Damit erscheint das Ganze nicht mehr so schrecklich, ja? Sondern man kann es einfacher verdauen, falls man wirklich davon selber betroffen ist. Was sind jetzt wirklich schwarzmagische Implantate? Stellt euch einen Knoll Wolle vor und stellt euch diesen Knoll Wolle schwarz vor. Ja? In Wirklichkeit ist es eine negative Energie, die durch ein bestimmtes Ritual in einen Menschen implantiert wurde, in seinen Lichtkörper. Dadurch ist dieses Implantat imstande, den Menschen, den energetischen menschlichen Lichtkörper zu manipulieren und zum Beispiel die bestimmten Chakren zu blockieren. Meistens blockiert es dann das Herzchakra bzw. das Stirnchakra oder auch das Kronchakra. Dadurch können Informationen bzw. die Energie in einen Menschen nicht richtig fließen. Es kommt zu Blockaden und durch diese energetischen Blockaden kommt es zu bestimmten psychischen Störungen, Verhaltensstörungen. Dieser Mensch kann dann auf einmal Verhaltensweise annehmen, die nicht normal für diese Menschen ist. Menschen fangen an, auf einmal zu streiten, zu schreien. Wenn es einen Streit gibt, dann eskaliert dieser Streit plötzlich und man versucht, sich umzubringen. Also da können ganz schlimme Dinge daraus werden, wenn jemand mit einem schwarzmagischen Implantat belegt wurde. Meistens geschieht das durch ein bestimmtes Ritual, wo die betroffene Person etwas zu sich nimmt und unwissend etwas einwilligt. Zum Beispiel, jemand hat ein Ritual gemacht mit Hass, mit Eifersucht und mit allen negativen Emotionen und will zum Beispiel eine Beziehung bei jemandem zerstören.
Wie passiert das jetzt? Jetzt geht man zum Beispiel zu dieser Person hin, unwissend, dass sie das gemacht hat, und trinkt einen Tee. Und in diesem Tee war zum Beispiel Knochen oder Menstruationsblut oder ähnliches. Ja? Es reichen nur 1, 2 Tropfen, man merkt davon nichts, man nimmt es zu sich, ja? Und automatisch durch diese Einnahme, ja, kann man so ein Implantat sich einfangen. Es kann auch zum Beispiel passieren bei Menschen, die ihren Lichtkörper geschwächt haben, ja, durch Krankheit, durch andere Dinge, durch Operation, durch einen Unfall. Ja. Diese Menschen sind auch meistens für solche Implantate anfällig, und es reicht schon eine Berührung von einer Person, dass sie mich zum Beispiel hier, also dass der Mensch auf der Hand oder irgendwo am Körper einfach durch eine Berührung kurz berührt wird, reicht es schon, dass dieses Implantat quasi dann auf diese Person übergeht, und dieses Implantat ist dann wirklich im Körper, im Lichtkörper dieser Person, und man kann sich das vorstellen wie so ein Knoll Wolle, aber halt schwarz. Es ist in Wirklichkeit eine Energie, und diese Energie, also dieser Faden, woraus dieser Knollen besteht, dieser schwarze Faden, ist in Wirklichkeit das Ritual, das schwarze magische Ritual mit der Negativenergie, mit den bestimmten Formeln zusammen in diesen Knollen, was wirklich dieses Implantat letztendlich bildet. In Wirklichkeit ist es nichts anderes wie ein Bündel Dreck, energetischer Dreck, der jemanden in den Lichtkörper implantiert wird, damit diese Person dann manipuliert und beeinflusst wird, zum Beispiel um eine Beziehung zu zerstören oder um jemanden eine Pechsträhne aufzusetzen, oder dass jemand finanziell nicht weiterkommt, oder dass sein Business zusammenbricht, oder dass der Mensch mit Hass verflucht wird. Ja. Oder dass man zum Beispiel durch einen Bandzauber einen Menschen an einen anderen Menschen bindet. Ja. Zum Beispiel, wenn eine Frau von einem Mann getrennt wurde und die hat das nicht verkraftet, kann sein, dass die dann einen Bandzauber auf diesen Mann legt, damit dieser Mann quasi bei dieser Person, bei dieser Frau dann bleibt. Und funktioniert das wirklich? Es funktioniert leider oft, weil dadurch, dass es halt unwissend passiert, hinter den Rücken, und dass es meistens von Personen kommt, wo man meistens nie daran glauben würde, dass die Person zu sowas fähig wäre, funktioniert es eigentlich gut, und es verursacht sehr viel Schaden, weil, wie gesagt, so ein Bandzauber, ich war selber mit einem Bandzauber belegt, und so ein Bandzauber kann jahrelang wirken. Man merkt dann, man ist in einer Beziehung, aber irgendwas stimmt nicht. Man versucht sich daran zu lösen, aber dann entstehen Dramen. Man kommt aus dieser Beziehung nicht wirklich raus. Es ist wie, man hat das Gefühl, man ist quasi in einen goldenen Käfig gefangen und man kommt nicht raus. Und man kann sich auch nicht mit logischem Verstand erklären, wie diese Dinge zustande kommen, warum das überhaupt so ist. Ja? Und erst durch Jahre, durch Monate, in denen sich bestimmte Ereignisse wiederholen, in denen man dann selber gesundheitlich daran leidet, die Psyche nimmt irgendwann mal, die Psyche wird irgendwann mal geschwächt, es kann zu Angstzuständen kommen, Panikattacken, also verschiedene psychische Störungen können auftreten. Und wenn man sowas hat, dann sollten bei einem schon die Alarmglocken läuten, und man sollte sich fragen, ja, kann es vielleicht sein, dass hier ein Fluch oder irgendwas Schwarzmagisches im Spiel ist. Meistens ist es auch so, dass man wirklich sich dann denkt, man will in bestimmten Bereichen im Leben vorwärts kommen, und man kommt nicht voran, weil man das Gefühl hat, man ist verflucht. Es ist wie verflucht. Ja. Es war so zum Beispiel in meinem Businessleben, ich hatte eine Firma, und ich habe wirklich alles getan für diese Firma. Ich war gut in dem, was ich gemacht habe. Ich hatte gute Kunden. Meine Firma wurde mit Awards prämiert. Also ich hatte viele Auszeichnungen. Ich habe mit großen Konzernen zusammengearbeitet, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist wie so eine Betonmauer, wo ich eine bestimmte Grenze nicht durchbrechen kann, weil dauernd irgendwelche komischen Dinge passiert sind. Da sind die Server abgestürzt, dann war auf einmal sehr viel kaputt, Projekte sind ausgefallen. Also die voll verrückten Dinge sind passiert, die einfach nicht normal waren. Und das hat sich immer wieder wiederholt, wo ich mir dann wirklich irgendwann mal gedacht habe, hey, da muss irgendwas nicht stimmen, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und ja, das ist halt eines der
Hauptmerkmale, wenn man das merkt mit der Zeit, dass sich diese Dinge halt wiederholen. Und natürlich, dann sollte man hellhörig werden. Also nicht einfach diese Sachen ignorieren, sondern man sollte genauer hinschauen, sich, wenn möglich ist, sogar einen Kalender anlegen. Und wenn solche negativen Ereignisse, die wirklich abnormal sind, ins Leben kommen, dass man das in eine Art Tagebuch führt, damit man sieht, wann wiederholen sich diese Dinge. Ja, wenn Schwarzmagie im Spiel ist, dann kann man auch mit der Zeit Muster erkennen, dass das immer nur dann passiert, wenn zum Beispiel Vollmond ist oder nur am Sonntag oder nur am Freitag, weil meistens die Person, die diese schwarzmagischen Rituale ausführt, auch ein bestimmtes Muster verfolgt. Ja, die richten sich nach dem Mondkalender und vielleicht hat die Person nur einmal in der Woche Zeit oder was auch immer. Ja. Diese ganzen Dinge können bei dem Entlarven solcher schwarzmagischen Rituale behilflich sein. Ja. Also wie gesagt, Schwarzmagie, schwarzmagische Implantate, Bandzauber, das sind alles bestimmte Verwünschungen, Verschwörungen und bestimmte Rituale, die von einer bestimmten Person gezielt auf jemanden gelegt werden. Ja. Also das passiert nicht durch Zufall, sondern da ist eine Person, meistens eine eifersüchtige Person, eine Person, die verletzt wurde, die das gezielt machen möchte, um jemanden einen Schaden zuzufügen. Und natürlich, wenn man dann mit so Dingen konfrontiert ist, dann glaubt man am Anfang nicht, ja, dass es möglich ist, dass sowas überhaupt gibt. Aber ja, es gibt es. Ich habe es selber erlebt. Es gibt viele Menschen, die mit solchen Dingen konfrontiert worden sind. Und das Beste, was man dann machen kann, ist einfach eine Lösung zu suchen. Und dafür gibt es auch Lösungen. Ja. Auf unserer Webseite haben wir da einige Lösungen und Services dazu bereitgestellt, wo wir uns mit dieser Thematik genauer befassen. Diese Dinge kann man lösen, man kann sie alle auflösen. Dazu sind wiederum eigene Rituale notwendig. Aber wenn man es erstmal weiß, ja, und das ist der allerwichtigste Schritt, dann kann man auch dagegen was machen. Es kommt dann darauf natürlich an, wer das gemacht hat. Es gibt Methoden, um es herauszufinden, ja, durch telepathische Fähigkeiten, dass man diese Dinge entlarven kann, dass man diese Dinge sehen kann. Und, ja, und dann kann man es natürlich auch lösen. Ja, und dazu gibt es eigene Themen. Mehr dazu gibt es auf unserer Webseite. Wir haben auch natürlich noch mehr Videos auf unserem Channel zu den Bereichen, wo wir dann uns genauer mit bestimmten Themen befassen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich für ein Like bedanken. Bis dahin, alles Liebe, euer Osiris.